Ohne Max Reinhardt, glaube ich, gäbe es die Festspiele nicht, denn er war ein Visionär. Er hat die Stadt als Bühne gesehen und das hat die Stadt auch so einzigartig gemacht bis heute, dass er erkannt hat, wie wichtig es ist, diese Bauten, die Salzburg so auszeichnen, mit hineinzunehmen, ja, und die Bauten sozusagen als Szenerie zu verwenden. Natürlich mit dem Jedermann, ja, vor dem Domplatz, das ist unglaublich. Also wenn dort die Sonne untergeht, das ist ein magischer Moment und diese magischen Momente hat Max Reinhardt erkannt und das war ganz sicher, was ihn ausgezeichnet hat. Das Entscheidende bei Max Reinhardt war, dass er erkannt hat, dass Theater sozusagen ganz wesentlich von Stimmung und auch von der Gefühlsebene der Zuschauer bestimmt ist. Und mit diesen Erkenntnissen hat er gearbeitet. Also er hat sich nicht nur die namhaftesten Künstler geholt, um seine Arbeit zu unterstützen. Also wahrscheinlich wissen die wenigsten, dass Edward Munch Bühnenbild für ihn gemacht hat, Lovis Corinth, Max Slevogt, Adolf Menzel, also alles namhafte Künstler, bildende Künstler eigentlich, die er sozusagen eingeladen hat, mit ihm am Theater zu arbeiten. Ja, ein sehr, sehr nachdenklich stimmendes Objekt ist natürlich auch das Grabfenster. Er wurde ja in den USA, im Staat New York, beerdigt und es wurden in späteren Jahren ein wunderschönes Glasfenster dort angebracht und das zeigt den Blick von Schloss Leopoldskron auf den Untersberg. Und ja, das Salzburg Museum hat sogar extra einen Fotografen dorthin geschickt, um das zu dokumentieren. Auch das ist Teil dieser Ausstellung. Eigentlich ja, dass Max Reinhardt zwar vielleicht individuell ein sehr schönes Grab hat, aber es ist völlig vergessen und andere haben am Zentralfriedhof oder sonst wo ein Ehrengrab mit großen Steinen und er hat nichts dergleichen und deswegen haben wir auch diese Situation versucht in der Ausstellung nachzubilden.